Du wirst in Vietnam abgezockt. Nicht vielleicht, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die ersten 48 Stunden nach der Landung sind dabei am gefährlichsten. Genau darauf warten Leute, die das täglich machen. Professionell mit System. Hier sind 20 Fallen, die Touristen in Vietnam jedes Jahr hunderte Euro kosten. Das Erste, was passieren wird, wenn ihr in Vietnam angekommen seid und euer Gepäck vom Gepäckband holt, ihr werdet sehr wahrscheinlich von Männern und Frauen angesprochen, die euch eine SIM-Karte verkaufen wollen. Teilweise sprecht ihr euch sogar auf Deutsch an und das wirkt ziemlich vertrauenswürdig. Oft ist es jedoch so, dass ihr eine überteuerte SIM-Karte bekommt mit viel weniger Daten als versprochen und ab Stunde 2 klingelt dann euer Handy mit unbekannten Nummern, die euch irgendwas andrehen wollen. Für so eine Karte am Flughafen zahlt ihr ungefähr 15 bis 20 Euro und im Vergleich dazu zahlt ihr für eine Vitel-Karte 30 Tage täglich 3 GB mit ca. 5 Euro. Und Vitel hat sogar das beste Netz in Vietnam. Also unser Tipp für euch, ladet am besten schon mal Grab oder GreenSM runter, denn am Flughafen habt ihr nämlich kostenloses WLAN. Damit könnt ihr dann eure erste Fahrt ins Hotel buchen. Von dort aus könnt ihr dann in den Vitel-Shop gehen und eure lokale SIM kaufen. Ihr braucht auch nur euren Reisepass dazu. Oder noch einfacher, ihr installiert eine eSIM. Da gibt es wirklich diverse Anbieter. Wir können euch zum Beispiel Airalo empfehlen. Den Link findet ihr in der Infobox. Ihr kommt in Vietnam am Flughafen an, steigt aus und diese Hitze trifft euch einfach. Von allen Seiten kommen Männer in Uniform und sprechen euch an. Hier, ich bin Grabfahrer, hier, ich bin Taxifahrer. Und nach 12 Stunden Flug möchte man doch einfach den nächstbesten nehmen, der einen halbwegs guten Preis von 300 bis 400.000 Dong verspricht. Aber das Problem ist, es kann passieren, dass ihr dann beim Hotel ankommt und sie verlangen teilweise das Dreifache, weil dann noch Mautgebühren dazu kommen, Nachtgebühren, Flughafengebühren und. Das möchte man wirklich vermeiden. Am besten schützt ihr euch davor, wenn ihr einfach über die Grab-App oder die GreenSM-App bucht und da direkt auch einfach alles zahlt. Und falls ihr kein Grab oder kein Green fahren wollt, geht einfach zum offiziellen Taxistand und dann könnt ihr auch Taxi fahren. Wer kennt es nicht, die manipulierten Taximeter, die teilweise 3- oder 4-mal so schnell zählen wie normale, die gibt es doch eigentlich gefühlt überall auf der Welt. Das ist halt auch der Grund, warum wir eigentlich sehr, sehr ungern Taxi fahren. In Vietnam fahren wir nur noch mit Grab oder GreenSM oder eben selber Moped und das würden wir euch auch empfehlen, lieber über die Apps zu bezahlen und zu buchen. Das ist eigentlich am sichersten. Falls ihr nicht über die Apps buchen wollt, checkt die Route am besten über Google Maps einmal ab. Achtet darauf, dass die Taximeter nicht ungewöhnlich schnell zählen und auch, dass sie an sind. Du willst zum Beispiel deinen Fahrer bezahlen, gibst ihm einen 500.000 Dong-Schein in die Hand, er dreht sich kurz um, geht kurz weg, kommt auf einmal wieder mit einem 20.000 Dong-Schein und sagt, du hast zu wenig bezahlt. Du bist dir unsicher und zahlst einfach nochmal doppelt und so sollte es nicht sein. Das Problem dabei ist nämlich, dass der 500.000 Dong-Schein und der 20.000 Dong-Schein sich verdammt ähnlich aussehen. Der 20.000 Dong-Schein ist etwas kleiner, etwas blauer und wesentlich weniger wertvoll als der 500.000 Dong-Schein. Das passiert nicht nur beim Fahren, sondern es kann auch auf Märkten passieren, eigentlich überall, wo man mit Bargeld zahlt. Deshalb als kleiner Tipp, sprecht die Summe einfach einmal laut aus. Also sagt einfach, hier sind 500.000 Dong, damit wisst ihr das ganz genau und haltet das Geld so lange in der Hand, bis ihr das Wechselgeld wieder erhaltet. Falls euch das Video bisher schon einige Scheine gerettet hat, lasst uns doch gerne ein kostenloses Abo da, denn wir bringen regelmäßig Guides aus Vietnam heraus und die Tipps kommen sogar aus erster Hand. Grab funktioniert in Vietnam eigentlich genauso wie Uber in Deutschland. Und ihr erkennt die Fahrer an einer grünen Jacke, an dem grünen Grab-Logo und die sind eigentlich nicht zu übersehen, die fahren hier überall in der Stadt rum. Aber es kann auch mal passieren, dass der Grab-Fahrer kein echter Grab-Fahrer ist, sondern euch am Ende einfach nur abzockt und viel zu viel Geld nimmt. Deshalb, wenn ihr eine Grab-Fahrt haben wollt, bucht sie direkt über die App und zahlt auch über die App, dann könnt ihr nicht abgezockt werden. Ihr seid mitten in Hanoi, zwar Abendsonne und ein Cyclofahrer winkt euch zu, ihr kommt ins Gespräch und ihr habt so Lust auf diese Altstadttour durch Hanoi und ich kann euch sagen, die Tour ist wirklich sehr, sehr schön. Das Problem dabei ist nur der Preis und die Unklarheit. Sprecht vorher den Preis ab, denn sonst kann es sein, dass der Preis am Ende pro Person berechnet wird oder pro Zeit oder pro Strecke für hin und zurück jeweils.
Und die Person ist wirklich kein schlechter Mensch, nur es ist einfach ein bisschen unklar, wie das System manchmal funktioniert. Deshalb tippt es am besten in Handy ein, klärt ab, für was der Preis genau gilt, ob es eine Rundtour ist oder nur eine Einwegtour und lasst euch das nochmal bestätigen, bevor ihr einsteigt. Du setzt dich in ein schönes Restaurant, die Karte kommt und keine Preise sind drauf. Ist gar kein Problem, weil Pho kennt man ja, ist ja eigentlich immer günstig. Du bestellst Pho, ein paar Beilagen, 2 Bier und die Rechnung kommt. 20 Euro. Und der Tisch daneben, 2 Locals, nur 10 Euro. Nur weil sie eine andere Karte bekommen haben. Das ist kein Ausnahmefall, das ist normale Praxis hier. 2 Menükarten, je nach Gesicht. Manchmal kommen noch Servicegebühren oder Steuern dazu. Am besten immer vorher nach Preise fragen und liest immer die letzten Google-Bewertungen von Locals, nicht von Touristen. Du sitzt in Da Nang in einem Restaurant. Auf der Karte steht 60.000 Dong pro Krabbe. Du bestellst ganz entspannt, das sind knapp 2 Euro. Die Krabbe kommt groß, frisch und perfekt zubereitet. Am Ende kommt die Rechnung 800.000 Dong, das sind 26 Euro für die Krabbe. Was die Karte nicht erklärt hat, der Preis gilt pro 100 Gramm, nicht pro Krabbe. Das ist übrigens kein Versehen, das passiert, weil du die Karte nicht genau gelesen hast oder nicht die richtigen Fragen gestellt hast. Frag am besten genau nach, bevor du bestellst. Gilt der Preis pro Stück oder pro 100 Gramm? Hier verlieren wohl die meisten Touristen einfach so Geld, denn das Abheben in Vietnam kostet durchschnittlich 2 bis 5 Euro je Abhebung, zusätzlich zu den Kosten, die ihr an eure eigene Bank zahlen müsst. Und wenn ihr ca. 2 Wochen in Vietnam bleibt, 8 bis 10 Mal abhebt, kann es schnell mal 30 bis 50 Euro kosten, die einfach so weg sind. Dann scheinen auch Wechselstuben die bessere Alternative zu sein, sind sie aber meistens nicht, denn manchmal sind die Kurse wirklich nicht gut. Es kann sein, dass ihr Falschgeld zurückbekommt oder einfach zu wenig Geld zurückbekommt. Aber falls ihr wechseln wollt, geht am besten zu lizenzierten Gold- und Schmuckläden. Die haben meistens einen ziemlich guten Kurs, aber ihr solltet trotzdem nach einer Quittung verlangen und das Geld direkt am Tresen zählen. Und falls ihr das Geld abheben wollt, können wir euch die VP-Bank empfehlen, denn die haben meistens einen sehr guten Kurs und es gibt keine zusätzlichen Auslandsgebühren. Ihr seid irgendwo in der Altstadt, macht gerade ein schönes Foto. Von der einen Seite kommt eine nette Dame, setzt euch einen Obstkorb auf den Rücken und von der anderen Seite jemand, der ein Foto macht. Das Problem dabei ist, viele wissen gar nicht, dass es nicht kostenlos ist. Es wird von euch erwartet, etwas zu kaufen. Am Ende ist es eure Sache, ob ihr das kauft oder nicht, aber ihr solltet auf jeden Fall wissen, dass eine Gegenleistung erwartet wird. Die kühle Kokosnuss an der Strandpromenade. Die Frau macht sie auf, du nimmst sie, trinkst und dann kommt die Rechnung. Manchmal 4 Euro, manchmal 8 Euro. Der echte Preis liegt bei 80 Cent. Was du als Ausländer annimmst, ohne vorher den Preis zu erfragen, kann schon mal das 10-fache kosten. Und wenn die Kokosnuss offen vor dir liegt, fühlt sich einfach das Ablehnen falsch an. Frag immer vorher nach dem Preis. Auf Vietnamesisch heißt das Bao nhiêu tiền. Und wenn keine klare Antwort kommt, einfach Danke und weitergehen. Auf touristischen Märkten Vietnams hast du immer einen höheren Preis. Nicht überall, aber an Hotspots kann der Einstiegspreis schon mal doppelt, dreifach oder noch höher sein. Das ist nicht unbedingt ein Scam, sondern Teil der Verhandlungskultur. Das Problem ist, viele Touristen kennen gar nicht die richtigen Preise, handeln kaum und zahlen am Ende zu viel. Am besten immer vorher die Preise vergleichen. Niemals beim ersten Stand einkaufen, niemals den ersten Preis akzeptieren. Starte immer niedrig, zum Beispiel bei 50%. Und wenn der Preis nicht fair ist, einfach kurz lächeln und weitergehen. Oft dann kommt schon der richtige Preis. Es ist schon wesentlich besser geworden, aber ihr solltet trotzdem aufpassen, vor allem zum Beispiel im Bintang Market in Ho Chi Minh City oder abends an der Promenade von Da Nang, denn überall, wo sehr viele Menschen sind, kommt es noch vor, dass es einfach Taschendiebstähle gibt. Deshalb passt auf eure Sachen auf, steckt sie ordentlich in die Tasche, verstaut das, lasst es nicht einfach draußen hängen und dann seid ihr auf Nummer sicher.
Ihr seid auf offener Straße und es kann einfach passieren, dass euer Handy aus eurer Hand gerissen wird. Und das passiert eigentlich ganz einfach. Es gibt ein System dafür, denn es sitzen halt 2 Leute auf dem Moped, fahren an euch vorbei. Ihr steht am Straßenrand mit dem Handy, weil ihr euer Google Maps aufhabt, und die ziehen das Handy einfach aus eurer Hand raus. Deshalb als Tipp, steht nicht so nah am Straßenrand und haltet euer Handy ganz lose in der Hand, sondern stellt euch ein bisschen weiter rein und auch haltet euch ein bisschen fern von zu vollen Ecken. Ihr habt einen VIP-Sleeper-Bus von Hanoi nach Sapa zum Beispiel gebucht, habt auch schon geprüft, ob es eine Klimaanlage gibt, WLAN, einen Liegeplatz, und es scheint eigentlich alles in Ordnung zu sein. Das Problem ist, am nächsten Tag kann es schon mal passieren, dass ein viel schlechterer Bus kommt mit viel engeren Plätzen oder eine komplett andere Route fährt, oder im schlimmsten Fall keiner weiß von einer Buchung und ihr steht da in einer fremden Stadt und kommt nicht weg. Deshalb prüft immer die Bewertungen auf Google, vergleicht die Anbieter und bucht nur über seriöse Plattformen wie zum Beispiel Want2Go Asia. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Und noch als kleiner Tipp, egal wie seriös der Bus ist, nehmt eure Wertsachen unbedingt mit nach oben und legt die nicht in den Kofferraum. Also Laptop, Kamera und Bargeld, Pass immer bei sich tragen. Ihr habt ein Moped oder ein Motorrad für eure Vietnamreise gemietet und wollt es nun zurückgeben. Auf einmal zeigt der Vermieter auf einen Kratzer und sagt, den müsst ihr es zahlen. Ihr seid euch nicht mehr sicher, ob ihr den Kratzer gemacht habt oder der schon immer da war. Und im schlimmsten Fall behält der Vermieter sogar die komplette Kaution ein. Um die Situation zu vermeiden, empfehle ich euch auf jeden Fall, ein Video des Mopeds oder Motorrads zu machen mit allen Kratzern und am besten auch noch kommentieren, wo was ist. Dieses Video könnt ihr dann dem Vermieter zeigen, oder zumindest sollte das Video einen Zeitstempel haben als Nachweis, und wenn ihr eine Kaution zahlt, auf jeden Fall eine Quittung verlangen. Ihr bucht eure Unterkunft auf Basis einer fantastischen Bewertung. 9,2 Sterne, extrem viele Kommentare, wunderschöne Bilder. Aber dann kommt ihr an und das Zimmer sieht nicht so aus wie auf den Bildern. In der Ecke ist Schimmel, dann die Möbel sind alt, es riecht komisch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr auf Bildern das Luxuszimmer gesehen habt und nicht das Standardzimmer, was ihr gebucht habt. Und die Frage stellt sich natürlich, woher kommen dann diese ganzen guten Bewertungen? Die Antwort ist Fake-Bewertungen. Denn auf vielen Plattformen kann man Bewertungen einfach kaufen. Und das fällt erst auf, wenn man sich die Bewertungen ganz genau anschaut. Und dann sieht man viele Bewertungen, alle zum gleichen Zeitraum, alle aus dem gleichen Land. Damit euch sowas nicht passiert, empfehlen wir euch, das Hotel auch mal auf Google zu suchen, dort die Fotos anzuschauen und insgesamt die Unterkunft auf verschiedenen Plattformen zu vergleichen. Und wenn das ungefähr alles übereinstimmt, dann ist das ziemlich seriös. Das gilt jetzt vor allem an alle, die etwas länger hier wohnen wollen, zum Beispiel 1 Monat, 2 Monate oder sogar vielleicht für immer herziehen wollen. Irgendwann werdet ihr in die Situation kommen, dass ihr eine Wohnung findet zu einem vernünftigen Preis, wo der Vermieter auch nett ist. Er gibt euch einen Vertrag auf vietnamesisch und erklärt ungefähr, was drin stehen soll, angeblich. Ihr unterschreibt und glaubt ihm das alles. Bei Auszug kann es dann passieren, dass ihr für Schäden aufkommen sollt, die ihr gar nicht verursacht habt. Oder auf einmal eine längere Kündigungsfrist drinsteht, von der ihr gar nichts wusstet. Oder im schlimmsten Fall, ihr bekommt eure Kaution nicht mal wieder. Um euch davor zu schützen, empfehlen wir euch, dass ihr die Wohnung einmal komplett per Video aufnehmt. Also jeden Raum, jeden Schaden einmal mit Ton kommentieren und aufnehmen. Das Video schickt ihr dann an den Vermieter, damit er es auch nachweislich zur Kenntnis genommen hat, und verlangt am besten noch einen englischen Mietvertrag oder lasst den Mietvertrag zumindest von einem lokalen Übersetzer prüfen. In Vietnam sieht man ganz oft auf Schaufenstern eine einstündige Massage für nur 100.000 Dong. Das sind gerade mal 3 Euro und das Angebot will man sich natürlich nicht ausschlagen lassen. Man geht rein, legt sich auf die Liege und lässt sich massieren. Dann kommt die Frage, willst du nicht ein teures Öl haben für nur 60.000 Dong extra? Ihr lehnt ab. Dann kommt die Frage, wollt ihr ein extra Package haben? Das hat sehr viele tolle Zusätze. Ihr lehnt wieder ab. Dann heißt es, willst du ein privates Zimmer haben? Das ist sehr beliebt und sehr gut, sehr privat. Und am Ende seht ihr eine ziemlich teure Rechnung. Damit euch das nicht passiert, empfehlen wir euch auch hier einmal das Studio auf Google zu suchen und die Bewertungen ganz in Ruhe durchzulesen. Und insgesamt würden wir euch auch nicht empfehlen, in das nächstbeste Studio reinzulaufen, nur weil gerade ein Angebot da ist. Denn nicht jedes Studio ist gleich gut in Vietnam und ich würde allgemein empfehlen, sucht euch eins in Ruhe aus und bucht einen Termin im Vorab.
Dieser Scam könnte sogar der teuerste Scam auf der ganzen Liste sein, vor allem wenn ihr alleine reist, denn es kann gut passieren, dass ihr jemanden kennenlernt über eine App oder in einer Bar und versteht euch sehr gut, habt ein nettes Gespräch und wollt euch verabreden. Ihr trefft euch in einer Bar oder in einem Club und dann merkt ihr am Ende, die komplette Rechnung geht auf euch. Die Person hat alles bestellt und ihr müsst am Ende alles bezahlen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Person zum Lokal gehört. Sie bekommt Provision für das, was ihr verzehrt. Und das ist wirklich nicht unüblich hier. Um euch davor zu schützen, empfehlen wir euch, dass ihr die Location vorschlägt, wo ihr euch trefft, oder eine geteilte Rechnung vorschlägt. Wenn das direkt abgelehnt wird, dann könnte es schon sehr wahrscheinlich ein Scam sein. Wir haben dieses Video nicht gemacht, weil Vietnam irgendwie extrem gefährlich ist oder so, sondern Scams gibt es ja wirklich überall auf der Welt. Also selbst in Berlin, in Paris und auch in Bangkok. Dieses Video soll euch einfach nur ein bisschen schützen und euch Vietnam so zeigen, wie wir es erleben, ohne direkt abgezockt zu werden. Falls ihr also eure Vietnamreise jetzt plant, empfehlen wir euch auf jeden Fall auch dieses Video hier.